Im Verhältnis zu dem Unbedingten gibt es nur eine einzige Zeit, die Gegenwart. Der Brief ist und bleibt ein unvergleichliches Mittel, auf ein junges Mädchen Eindruck zu machen. Der tote Buchstabe wirkt oft stärker als das lebendige Wort. Es ist Talent nötig zum Zweifeln, aber es ist schlechterdings kein Talent nötig zum Verzweifeln. Unter dem Himmel der Ästhetik ist alles so leicht, so schön, so flüchtig. Kommt die Ethik angeschritten, so wird alles hart, kalt und unendlich langweilig. Woran die Welt vielleicht immer Mangel gehabt hat, ist, was man eigentliche Individualitäten nennen kann. Entschiedene Subjektivitäten, künstlerisch, durchreflektierte, selbstdenkende, im Unterschied von Schreienden und Dozierenden. Je weniger Geist, desto weniger Angst. Wer zu lange ein Auge zugedrückt hat, wird erstaunt sein, wenn ihm beide plötzlich aufgehen. Ist das Komische kalt und trostlos, so ist es ein Zeichen, dass keine neue Unmittelbarkeit im Keime ist. So ist es keine Ernte, sondern die inhaltslose Leidenschaft eines unfruchtbaren Windes, wenn er über nackte Felder fegt. Der Mensch muss so leben, dass er Stunden und Zeiten hat, da er sein Gemüt sammelt, dass sein Leben an Durchsichtigkeit gewinne. In unserer Zeit glaubt man, das Wissen gebe den Ausschlag und wenn man nur die Wahrheit zu wissen bekomme. Je kürzer und geschwinder, je besser, so sei einem geholfen. Aber existieren ist etwas ganz anderes als Wissen. In jedem Kind ist etwas Ursprüngliches, woran alle abstrakten Prinzipien und Maximen scheitern. Der Umstand, dass die Erkenntnis nicht direkt auszusprechen ist, weil das Wesentliche an ihr gerade in der Aneignung besteht, bewirkt, dass sie für jeden ein Geheimnis bleibt, der nicht auf dieselbe Weise bei sich selbst durchreflektiert ist. Da dies aber die wesentliche Form der Wahrheit ist, so kann diese auf eine andere Weise nicht gesagt werden. Das Sinnliche ist nämlich das Momentane. Die Sinnlichkeit sucht die augenblickliche Befriedigung und je mehr sie verfeinert ist, desto mehr weiß sie den Augenblick des Genusses zu einer kleinen Ewigkeit zu erweitern. Erst die wahre Ewigkeit in der Liebe, die auch die wahre Sittlichkeit ist, erlöst daher eigentlich die Liebe von dem Fluch des Sinnlichen. Der Wanderer auf seinem Irrweg sieht doch zu seinem Trost immer wieder eine neue Gegend vor sich und damit erwacht immer wieder in ihm die Hoffnung, sich zurechtzufinden. Dagegen einer, der sich in sich selbst verirrt hat, bewegt sich auf einem so kleinen Gebiet, dass er immer dieselbe wohlbekannte Gegend durchwandern muss, und obwohl er sich dessen bewusst ist, findet er doch keinen Ausweg. In einem Theater brach hinter den Kulissen Feuer aus. Der Pilot trat an die Rampe, um das Publikum davon zu unterrichten. Man glaubte, es sei ein Witz und applaudierte. Er wiederholte seine Mitteilung, man jubelte noch mehr. So denke ich mir, wird die Welt eines Tages untergehen. Es liegt in der Natur der ersten Liebe, dass sie nicht genug Nöte ausstehen kann, um den Besitz des geliebten Gegenstandes. Ja, sie wird, wenn keine Gefahren da sind, sich welche schaffen, bloß um sie zu bestehen. Es gilt, eine Wahrheit zu finden, die Wahrheit für mich ist, die Idee zu entdecken, für die ich leben und sterben will. Es gehört zu den Unvollkommenheiten unseres Wesens, dass wir erst durch den Gegensatz hindurch müssen, um zu erreichen, was wir erstreben. Es gibt nicht nur eine Enge des Kummers, sondern auch eine Enge der Freude. Eine begeisterte ethische Individualität gebraucht den Verstand, zu entdecken, was das Klügste ist, um es dann bleiben zu lassen, denn was wir im Allgemeinen das Klügste nennen, ist selten das Edle. Alles, was dir begegnen wird, ist leider nicht zu vermeiden. Das Ewige ist, den blauen Bergen gleich, die Grenze für die Zeitlichkeit. Wer aber kraftvoll in der Zeitlichkeit lebt, gelangt nicht zur Grenze. Die liebende Mutter bringt ihrem Kind das Laufen bei. Sie ist gerade so weit von ihm entfernt, dass sie es nicht mehr halten kann. Sie streckt ihre Arme aus, ihr Gesicht wirkt ermutigend. Das Kind strebt ständig nach einer Zuflucht in Mamas Arm.
ohne auch nur zu ahnen, dass es im gleichen Augenblick den Beweis erbringt, dass es auch ohne sie auskommt. Kannst du dich selbst nicht halten, so wirst du auch kaum jemanden finden, der dich zu halten vermöchte. Man soll nicht immer Recht haben wollen. Überhaupt ist Bedürfnis nach Einsamkeit ein Zeichen dafür, dass in einem Menschen Geist ist und der Maßstab dafür, was an Geist da ist. Nach Veränderung rufen alle, die sich langweilen. Die Verzweiflung geht die ganze Persönlichkeit an, der Zweifel nur den Gedanken. Glück ist nur ein Teil der Gleichung, am Ende sind wir die Summe unserer Entscheidungen. Man kann eigentlich die Elastizität eines Menschen an seiner Kunst zu vergessen messen. Aber die Bedeutung des Lebens kann nicht darin liegen, dass man arbeitet, um zu leben. Das wäre ja ein Widerspruch, denn das hieße, dass die Produktion der Bedingungen die Antwort sein soll auf die Frage nach der Bedeutung des Bedingten. Die Angst ist die Begierde nach dem, wovor man sich fürchtet. Sie ist eine fremde Macht, die das Individuum ergreift, ohne dass dieses sich von ihr lösen könnte oder wollte. Denn es hat Angst und diese Angst selbst ist ein Bedürfnis. Was ist ein Dichter? Ein unglücklicher Mensch, der heiße Schmerzen in seinem Herzen trägt, dessen Lippen aber so geartet sind, dass während Seufzer und Geschrei ihnen entströmen, diese dem fremden Ohr wie schöne Musik ertönen. Das Leben kann nur rückblickend verstanden werden, es muss aber vorausschauend gelebt werden. Man unterziehe sich niemals einer Berufsarbeit. Tut man das, so wird man schlecht und recht ein Allerweltsmensch, ein kleines Rädchen in der Maschine des Staatsorganismus. Der Tyrann stirbt und seine Herrschaft ist vorüber. Der Märtyrer stirbt und seine Herrschaft beginnt. Die meisten Menschen klagen darüber, dass es in den Romanen nicht so zugeht wie im Leben. Ich klage darüber, dass es im Leben nicht so zugeht wie in den Romanen. Die Welt besteht aus lauter Gelegenheiten zur Liebe. Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist. Menschen, die Recht haben, stehen meistens allein. In den Kindern erlebt man sein eigenes Leben noch einmal und erst jetzt versteht man es ganz. Die Menschen scheinen die Sprache nicht empfangen zu haben, um die Gedanken zu verbergen, sondern um zu verbergen, dass sie keine Gedanken haben. In unserer Zeit wird viel von Ironie und Humor geredet, besonders von Leuten, die nie vermocht haben, sie praktisch auszuüben. Was ist die Jugend? Ein Traum. Was ist die Liebe? Der Inhalt des Traumes. Es gehört Mut dazu, sich so zeigen zu wollen, wie man in Wahrheit ist.